Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr ein Ostermotiv mit dem Plotter aus einer Flexfolie ausplotten und dann auf eine Jute-Tasche übertragen könnt. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so ein kleiner Jutebeutel mit einer Flexfolie mit Hitze aufgebracht und da habt ihr doch schon einiges an Platz, um was reinzumachen. Bevor wir jetzt irgendetwas auf dem Canvas machen, messe ich mir kurz aus, wie groß dieser Hase denn sein darf, damit er überhaupt auf der Tasche Platz hat. Ich würde hier auf 18 in der Höhe gehen, Maximum. Die Seite wird nicht so ein Problem sein, weil das Element eher hoch ist. Von dem her merke ich mir 18 cm und dann gucken wir uns an, wie wir das Ganze auf dem Plotter aufbereiten. Ich habe hier dieses Element, was ich auf die Tasche aufbringen will. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr solche Plotterdateien herbekommt, dann guckt euch das Video an, welches ich euch am Schluss reinstelle. Das könnte hilfreich sein. Was ich jetzt mit dem Motiv machen muss, ist die Größe anpassen. Ich hatte vorhin gemessen, dass es 18 cm hoch sein darf, Maximum. Ich behalte hier das Seitenverhältnis bei und gehe nur bei der Höhe auf 180 mm. Dann weiß ich, okay, das ist genau die Größe, die ich haben will. Und was ich dann auch noch machen muss mit der Flexfolie, ist es immer so, dass ihr die spiegeln müsst. Ansonsten könnt ihr das Ganze nicht lesen. So, und das ist eigentlich auch schon der ganze Zauber. Und jetzt kann ich dieses Element auch schon an den Plotter übergeben. Ich werde das Motiv hier auf eine rosa Flexfolie übertragen. Da habt ihr aber echt viele Möglichkeiten. Ich zeige euch hier kurz so die Übersicht da, wo ich das bestelle. Ihr habt von den ganz normalen Flexfolien extrem viele Farben und echt auch wirklich schöne Farben bis hin in die Neonfarben. Dann gibt es aber auch solche Flockfolien oder Glitzerfolien. Also hier, das wird euch nicht langweilig. Also hier habt ihr echt eine riesen Auswahl an Sachen, die ihr so bestellen könnt. Ich werde euch den Link sicher unten reinmachen, damit ihr seht, wo ich die bestelle und was es da alles so gibt. Jetzt müssen wir die Folie auf die Matte übertragen und da müsst ihr einfach gucken, da wo es so glänzig ist, das ist das, was unten liegen muss. Und die matte Variante, und nicht erschrecken, weil es weiß ist, das muss so sein, deshalb haben wir es auch gespiegelt. Also das matte muss oben liegen. Und dann muss ich beim Plotter auch noch das Messer einstellen. Die Flexfolie schneide ich bei etwas über einer 2. Und dann kann ich die Matte auch schon einziehen. Und dann kann ich hier über Muster die Datei abholen. Das ist der Bunny. Und dann kann ich auf OK klicken, sagen schneiden. Das braucht nur 3 Minuten, weil er halt einfach relativ klein ist. Bevor ich jetzt auf OK klicke drücke, muss ich den noch ein bisschen drehen, damit es hinten Platz hat zum Rausspulen. Und jetzt sage ich Play. Wenn er mit dem Schneiden fertig ist, sagt er euch das, dann könnt ihr sagen okay und sagen, gib mir die Matte wieder raus. Den brauchen wir nicht mehr. Was ich jeweils mache, weil ihr seht es nicht, aber das Element ist kleiner als die Folie und deshalb schneide ich mir das kurz zurecht, weil alles, was übersteht, kann ich für ein anderes Projekt noch verwenden. Und es ist auch so, dass euch das in Gittern einfacher geht, wenn ihr da weniger drumherum habt. Und genau das müssen wir jetzt machen. Das sind Gittern, das heißt, wir entfernen den Teil, welcher nicht auf die
Tasche gehen soll. Und das machen wir hier mit so einem Entgitterungstool. So, jetzt habe ich alles entgittert. Guckt einfach jeweils drauf, dass euch nicht so Teile von der Folie an den Fingern kleben, weil das hier ist ja klebrig und wenn euch dann ein Teil da drauf kommt, was nicht drauf gehört, dann könnte es sein, dass ihr das fälschlicherweise dann auf euren Stoff aufbringt und das wollt ihr nicht. Ich kontrolliere immer so ein bisschen noch, habe ich alles erwischt. Man sieht es am besten, wenn man so ein bisschen schräg ins Licht hält. Das ist der Fall. Und jetzt können wir das auf der Tasche platzieren. Ich würde sagen, da passt es hin. Was ich jetzt mache, ich werde das Bügeleisen an den Strom anschließen und somit aufwärmen. Ich nehme die mittlere Stufe, nehme den Dampf raus und dann bin ich zurück, sobald es warm ist. Was ich jeweils mache, ich habe hier ein Holzbrett drunter, dann habe ich meine Bügeldecke und dann lege ich hier das Motiv passend drauf und hier dürft ihr nicht mit dem Bügeleisen drauf, weil das ist eine Plastikfolie, da legt ihr einfach ein Stück Backpapier drauf. Und jetzt geht ihr mit dem Bügeleisen drauf, mit Druck und bleibt da drauf, also nicht hin und her ruckeln, sondern einfach drauf bleiben. So für 20 Sekunden und dann auf die nächste Stelle. Und dann könnt ihr mal testen, ob sich das Ganze schon löst. Achtung, heiß, ne? Das heißt, ihr zieht hier an der Folie und wenn das Design noch mitkommt, dann war es zu wenig warm, dann müsst ihr noch mal drüber. Dann gehe ich effektiv nochmal drüber. Ihr seht es jeweils so ein bisschen dort, wo sich die Struktur der Tasche durchgedrückt hat, oder wo sie ersichtlich ist, dort haftet es. Dort, wo das nicht der Fall ist, da müsst ihr noch weiter drüber. Erschreckt nicht ab diesen Flecken, das ist je nachdem bei Jute-Taschen, was da vorher auf diese Tasche drauf war, kann das passieren. Wenn ihr das wascht, sollte das eigentlich wieder weggehen. So, ich habe hier jetzt den Prozess kurz unterbrochen und das von Hand gewaschen und trocknen lassen und dann kurz nochmal aufgebügelt. Einfach, dass ihr seht, die Flecken gehen eigentlich raus. Zum Aufbügeln hier noch kurz ein Hinweis. Diese Flexfolie mag also die Hitze vom Bügeleisen überhaupt nicht. Ne? Also wenn ihr das aufbügelt, immer das Backpapier oben drauf legen und so bügeln. Und ja, ansonsten seht ihr, so würde dann dieses kleine Osternest aussehen mit diesem Hasen drauf. Und damit sind wir mit diesem kleinen Osterpaket schon fertig.
Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!